Im Jahr 1959 findet in Deutschland eine Besprechung statt. Menschen sitzen um einen Tisch und stehen kurz vor einer Entscheidung. Das Unternehmen steht kurz vor dem Bankrott. Die Schulden haben sich angehäuft und alle haben bereits aufgegeben. Wird BMW verkauft oder wird es überleben? Wie kam es so weit? Spulen wir die Geschichte zurück. Es beginnt alles in einer kleinen Werkstatt. Anfang des 20. Jahrhunderts. Ein junger Ingenieur, Carl Rapp. Er war nicht erfolgreich. Tatsächlich hatte er zu Beginn seiner Karriere keine nennenswerten Leistungen vorzuweisen, aber er hatte einen Traum, der ihn von anderen unterschied. Den Himmel. Rapp wollte Maschinen bauen, aber keine gewöhnlichen, Flugzeugmotoren. Damals klang das verrückt, aber er wagte das Risiko. 1913 gründete er sein eigenes Unternehmen, Rapp Motorenwerke. Eine kleine Werkstatt, ein großer Traum. Rapps größtes Problem war jedoch nicht das Talent. Es war die Beständigkeit. Seine Motoren sahen auf dem Papier gut aus, aber in der Realität versagten sie. Und damals bedeutete ein Versagen in der Luft nicht nur ein technisches Problem. Es bedeutete den Tod. 1914 begann der Krieg, der Erste Weltkrieg. Und plötzlich ergab sich eine riesige Chance, Flugzeugmotoren für das Militär zu produzieren. Das war kein gewöhnlicher Auftrag. Es bedeutete staatliche Unterstützung, große Budgets und konstante Nachfrage. Die Werkstatt verwandelte sich über Nacht. Ein ruhiger Ort mit einigen wenigen Maschinen wurde zu einer lauten Produktionsstätte. Neue Maschinen wurden installiert, neue Arbeiter wurden eingestellt, Produktionslinien wurden ausgebaut. Die Aufträge kamen immer weiter. Jeder gelieferte Motor brachte einen neuen Auftrag. Das Unternehmen wuchs rasant. Hunderte von Mitarbeitern. Rapps kleiner Traum wurde zu einem echten Industrieunternehmen. Von außen sah alles perfekt aus. Geld floss. Die Produktion stand nie still und die Zukunft sah rosig aus. Aber es gab ein verborgenes Problem. Die Motoren waren nicht zuverlässig. Sie versagten ständig. Die Konkurrenten waren besser. Das Unternehmen verlor schnell seinen Ruf und der Bankrott rückte näher. In diesem Moment trat jemand Neues auf den Plan. Franz Josef Popp. Diszipliniert, erfahren und fähig, schwierige Entscheidungen zu treffen. Als er ankam, sah er nur eines: Chaos. Popp veränderte nicht nur das Management, er veränderte die Kultur, er brachte Disziplin, er reduzierte die Fehlertoleranz auf 0 und eine neue Denkweise entstand. Perfektion ist keine Option, sie ist eine Pflicht. Er baute die Managementstruktur neu auf, stellte neue Ingenieure ein, organisierte die Produktion. Und der entscheidendste Schritt: Carl Rapp verließ das Unternehmen. 1917 wurde das Unternehmen umbenannt. BMW war geboren. Der Krieg endete. Aber der eigentliche Schlag folgte danach: der Vertrag von Versailles. Deutschland wurde verboten, Flugzeugmotoren herzustellen. BMWs einziges Geschäftsfeld war verschwunden. Über Nacht hatten sie nichts mehr. Stellen Sie sich vor, Sie wachen eines Tages auf und das Einzige, was Sie können, ist plötzlich illegal. All die Maschinen, all das Wissen, wertlos. Für ein Unternehmen bedeutet das den Tod. BMW gab nicht auf. Sie begannen alles zu produzieren, was möglich war. Zugbremsen, landwirtschaftliche Geräte, Industrieteile. Aber das baut keine großartige Marke auf. Das ist nur Überleben. Dann, 1923, wurde eine entscheidende Entscheidung getroffen. Sie bauten ihr erstes Motorrad, die BMW R32. Und es war ein Erfolg. Aber die R32 war mehr als ein Motorrad. Es war eine Botschaft. Wir sind noch hier. Zum ersten Mal sahen die Menschen BMW nicht nur als Hersteller, sondern als Ingenieursmarke. BMW konnte endlich wieder aufatmen. 1928 wagte BMW ein weiteres Risiko. Sie erwarben eine Automobilfabrik und begannen Autos zu bauen. Aber das waren keine Luxusfahrzeuge. Sie waren klein, einfach und erschwinglich. Denn das Unternehmen war noch immer fragil. Aber diese Autos bedeuteten etwas: den Mut, neu anzufangen. Dann kam ein weiterer Krieg, der Zweite Weltkrieg. Nach dem Krieg wurden BMWs Fabriken zerstört. Die Wirtschaft brach zusammen.
Das Unternehmen war erneut nahe am Nullpunkt. In den 1950er Jahren kehrte BMW zur Automobilproduktion zurück. Aber sie machten einen entscheidenden Fehler. Sie bauten teure Autos, die sich niemand leisten konnte. Das Problem waren nicht die Autos, das Problem war die Zielgruppe. Während die Menschen versuchten, sich finanziell zu erholen, versuchte BMW, ihnen teure Träume zu verkaufen. Und das Ergebnis? Sie standen erneut am Rand des Bankrotts. BMW konnte nicht weitermachen. Der Plan stand fest, das Unternehmen sollte verkauft werden. Der Käufer Mercedes-Benz. Die Besprechung begann. Alle waren bereit zuzustimmen. In diesem Raum gab es zwei Zukünfte. In einer existierte BMW nicht mehr, in der anderen gab es noch Hoffnung. Und dann, im letzten Moment, änderte sich alles. Die Familie Quandt griff ein. Sie tätigten eine massive Investition. Aber noch wichtiger, sie trafen eine Entscheidung. Sie wählten langfristigen Glauben über kurzfristiges Überleben. BMW würde nicht verkauft werden. Dieser Moment veränderte alles. BMW verstand endlich seine Identität. Nicht billige Autos, Luxus und Leistung. In den 1960er Jahren stellten sie eine neue Baureihe vor, die neue Klasse. Diese Autos waren sportlich, hochwertig und anders. Aber noch wichtiger, sie verkauften sich nicht nur gut, sie definierten BMW neu. Nun kauften die Menschen nicht einfach nur ein Auto, sie kauften ein Fahrerlebnis. In den 1970er Jahren hatte sich BMW vollständig gewandelt. Neue Baureihen wurden eingeführt. 3er-Reihe, 5er-Reihe, 7er-Reihe. Und dann, eine Legende wurde geboren, der BMW M1. BMW war nicht mehr nur ein Unternehmen. Es war zu einem Symbol des Prestiges geworden. Heute produziert BMW jedes Jahr Millionen von Fahrzeugen. Aber eines sollten Sie niemals vergessen. Dieses Unternehmen stand zweimal kurz vor dem Zusammenbruch. Es sollte verkauft werden, es hätte verschwinden können. Wenn dieser Verkauf zustande gekommen wäre, wäre BMW heute nur eine Fußnote. Aber jetzt, es ist eine der mächtigsten Automobilmarken der Welt. Und diese Geschichte erinnert uns an etwas. Manchmal sind die entscheidendsten Momente jene, in denen alles verloren scheint. Und manchmal ist es nicht die Technologie, die ein Unternehmen rettet, sondern eine Entscheidung, die zum richtigen Zeitpunkt getroffen wird. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, können Sie das Video liken. Und wenn Sie solche Videos verfolgen möchten, können Sie den Kanal abonnieren. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis nächste Woche mit einem neuen Video. Auf Wiedersehen!